Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zu einem umstrittenen Thema, wie eigentlich alle Themen, die ich mache. Und zwar die verschwiegenen Gründe für Hitlers Lebensraumpolitik. Stellt euch einmal vor, ein Angeklagter ist vor Gericht und ist angeklagt verschiedenen Verbrechen. Natürlich wird der Angeklagte angehört, oder? Das gehört sich ja bei einer Kriegsverhandlung so, dass der Angeklagte angehört wird. Im Falle Hitler ist das ganz anders. Das, was er zu bestimmten Themen gesagt hat, wird entweder verkürzt, verschwiegen oder manipuliert, sodass nie das Gesamtbild von ihm, ja nicht irgendwie das Gesamtbild von ihm zutage kommt. Also habe ich mir mal angesehen, was hat Hitler eigentlich dazu bewogen, von einer Lebensraumpolitik zu sprechen? Es gibt nicht ähm, viele Quellen dafür. Ich habe aber ein paar Quellen gefunden. Und zwar, es sind Gesprächsprotokolle, die ich gefunden habe, die auch dann in meinem Buch, das ich euch dann abschließend zeigen werde, auch aufgeführt sind, weil ich weigere mich einfach, jede einzelne Quelle zu nennen, weil dann müsste ich einen Satz sagen, dann die Quelle, der nächsten Satzquelle, das macht ja keiner, das macht keiner in keinem Video. Also es ist ja auch totaler Blödsinn, was manche Leute hier von mir fordern. Sie sollen einfach schauen, in meinen Büchern ist das alles drin, so wie das jeder andere Autor auch macht. Wenn er ein Interview führt, dann macht er auch nicht bei jedem Satz Pause und sagt, das ist die Quelle, bla bla bla. Okay. Im Gespräch mit dem Hohen Kommissar des Völkerbunds machte Hitler unglaubliche Aussagen, die bisher von nahezu allen Historikern ignoriert wurden. Er nannte die wahren Gründe für seine Lebensraum im Osten Politik, und zwar nicht irgendein Kriegswahn, sondern die Tatsache, dass sein Volk nie wieder hungern sollte, so wie 1919, aber keine Kolonien mehr besaß, die es im Notfall versorgen könnten. Hoppla, also wieder ein ganz anderer neuer Ansatz als Hitler ist aufgewacht und hat die Lebensraumpolitik entdeckt und wollte einfach die Russen, Millionen von Russen umbringen und mehr Lebensraum schaffen. Hoppla, hoppla, hoppla. Also, der Angeklagte Hitler sagte lange vor dem Krieg zu dem Hohen Kommissar des Völkerbunds, ich zitiere, was ist denn die Frage? Nur, dass wir Korn und Holz brauchen. Des Getreides wegen brauche ich Raum im Osten. Des Holzes wegen brauche ich eine Kolonie, nur eine. Wir können leben. Unsere Ernten sind im Jahre 1938 und dieses Jahr ausgezeichnet gewesen. Wir können leben, trotz des triumphierenden Geschreis anderer darüber, dass wir Hungers sterben. Wir haben diese Ernten erzielt, dank der Zähigkeit unseres Volkes und vor allem wegen der Anwendung chemischer Dünger. Aber eines Tages wird der Boden genug haben und streiken wie ein Körper, der zu viel Medizin in sich hat. Was dann? Ich kann nicht hinnehmen, dass mein Volk an Hunger leidet. Wir wissen, was es ist, an Hunger zu sterben. Vielleicht gibt es bei Ihnen noch Apostel der Humanität, die sich an 1919 erinnern. Ich möchte nicht, dass sich das wiederholt. Ich will das nicht. Freihandel, offene Grenzen, das ist alles prächtig. Wir haben es gehabt. Aber wenn alles von der Herrin der Meere, Hitler meinte damit Großbritannien, abhängt, wenn wir einer Blockade unterworfen werden, dann ist es meine Pflicht, eine Situation zu schaffen, in der mein Volk von seinem eigenen Fett leben kann. Das ist die einzige Frage, alles andere ist Unsinn. Ich habe keine romantischen Ziele, ich habe keinen Wunsch zu herrschen. Noch einmal, es ist eine Frage des Getreides und des Holzes, das ich nur außerhalb Europas finden kann. Das muss ich in ausreichender Menge haben. Ein für allemal. Ich bin bereit zu verhandeln und darüber zu sprechen. Aber der Punkt, an dem für mich die Möglichkeit einer Verhandlung aufhört, ist da,
wo man mich beschimpft und mich durch Ultimaten herausfordert. Ich kehre immer zur selben Frage zurück. Korn und Holz. Wenn man darüber reden will, werde ich annehmen. Zitat Ende. Verschwiegen wird also, Hitler wollte den Lebensraum im Osten nicht aus irgendeinem Kriegswahn heraus, sondern damit sein Volk nie wieder hungern müsste wie 1919, weil man Deutschland alle seine Kolonien weggenommen hatte und nicht mehr zurückgeben konnte. Naja, nun sagte er noch, ich wünsche, in Frieden mit England zu leben und einen endgültigen Pakt mit England zu schließen, all die englischen Besitzungen in der Welt zu garantieren und mit England zusammenzuarbeiten. Zitat Ende. Natürlich werden wieder manche sagen, naja klar, Hitlers Ausführung ist ja egal, ob er Lebensraum im Osten haben wollte, damit sein Volk nicht verhungert oder um neue Kolonien zu haben. Ist ja vollkommen egal, er wollte sich anderes Land aneignen. Dazu muss man aber wieder die historischen Hintergründe kennen. Und zwar, wer hatte die meisten Kolonien? Wer? Großbritannien und Frankreich hatten die größte Anzahl von Kolonien. Sie haben sich autark versorgt durch die Kolonien. Sie haben Völker ermordet und unterjocht, nur um an bestimmte Rohstoffe zu kommen. Sie haben es gemacht, jahrhundertelang. Dazu kommen die Spanier, die Portugiesen und all die anderen Länder, die Amerikaner noch dazu. Alle Länder hatten Kolonien und haben sich daraus bedient. Alle haben Massenmorde begangen, damit sie ihre Kolonien hatten. Lange, lange bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Und Hitler jetzt dazu zu verurteilen, ich möchte ihn nicht verteidigen, ich möchte es nur erklären. Und Hitler in der damaligen Zeit, in dem diese Länder viele, viele Kolonien hatten, viele Massenmorde begannen, viele Völker unterjocht und umgebracht haben, jetzt dafür zu kritisieren, dass auch er so dachte, das ist aus der damaligen Sicht einfach zu kurz gedacht. Und ich wiederhole, die Lückenhistoriker denken nur aus unserer heutigen Zeit, wo man alles weiß. Das ist arrogant, das ist natürlich sehr bequem. Heute weiß man alles, was passiert ist. Aber zur damaligen Zeit, als Hitler das sagte, hatten viele Länder Kolonien. Und da sieht es ganz anders aus mit dieser Aussage als heute. Und in meinem Buch Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 4, sehr, sehr umfangreich, fast 2000 verifizierte Quellen, gehe ich genau darauf ein. Genau darauf. Warum die Historiker aus der heutigen Zeit ein ganz anderes Urteil bilden, als die Leute, die damals agiert haben, weil so wird Geschichte verfälscht. Man muss, und in meinen Büchern mache ich das so, ich gehe von der Sicht der damaligen Zeit aus, nicht der heutigen, der damaligen. Und da sieht es ganz, ganz anders aus. Also, diese Reihe hat bisher 6 Bände. An Band 7 arbeite ich gerade. Es geht über den Balkankrieg und den Afrika-Feldzug. Und auch darin decke ich wieder Dutzende von Geschichtslügen auf. In meinem neuen Buch, das zwischenzeitlich auch ein Amazon-Bestseller ist, 3 Auflagen bereits gedruckt und die meisten verkauft, Deutschland muss vernichtet werden, geht es genau um dasselbe, um die Verfälschung der Geschichte. Hier ist ein Mahnmal für unsere deutschen Toten durch die alliierten Massenmörder. Diese Massenmorde werden verschwiegen oder beschönigt, wie wir an Dresden sehen, wie wir an den Rheinwiesenlagern sehen, wie wir an den Kriegsgefangenen sehen. Wir haben hunderte von Beispielen, wie deutsche Tote heruntergerechnet werden und die Toten der Deutschen einfach so hingenommen und vielleicht sogar hochgerechnet werden. Und dieses Buch, es ist ein Backstein so dick, 900 Seiten, ist ein Denkmal für unsere Toten, für unsere deutschen Toten. Es sind keine Toten zweiter Klasse. Jeder Mensch ist gleich und jeder Tote ist gleich schlimm. Die Menschenwürde ist unantastbar, steht im Grundgesetz. Aber was machen unsere Schwurbler? Sie setzen die deutschen Toten herunter. Naja, wer
wer Wind sät, wird Sturm ernten und so weiter. So werden tote kleine Kinder, vergewaltigte Frauen und Jugendliche dann noch einmal geschändet durch unsere Nest B Mainstream-Journalisten und Historiker. Ich mache das nicht. Ich zeige das Grauen mit Fotos. Das Grauen, das wir erleben mussten. Und wenn ihr ein Teil der Gedenkkultur werden wollt an unsere Toten, dann erworbt euch dieses Buch. Bitte abonniert mich auch bei Telegram. Ich sage es immer, in jedem Video sage ich es. Abonniert mich bei Telegram. Und trotzdem gibt es immer nur wenige Leute, die das tun. Ich verstehe es einfach nicht. Viele schauen meine Videos an, aber wenige abonnieren mich bei Telegram. Was ist, wenn ich bei YouTube nicht mehr bin? Was ist dann? Also, abonniert mich bei Telegram. Da kriegt ihr sogar noch zusätzliche Informationen von mir. Und auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de. Kostenlos ist meine Arbeit, kostenlos sind meine Videos, kostenlos ist mein Newsletter. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr mir auch eine kleine Spende zukommen lassen. Auch diese Daten sind unten angegeben. Ich bedanke mich im Voraus dafür und ich werde weiterhin kämpfen für uns, für unsere Toten, für unsere Großeltern. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.